Schönen guten Tag zu unserer 5. Veranstaltung Dorf und Quartier digital im Rahmen der BMFSFJ-Veranstaltungsreihe zum 8. Altersbericht. Ich freue mich, dass Sie heute alle wieder auch das Interesse an dieser Veranstaltung gefunden haben. Heute wird es eine ganz spannende Diskussion geben zum Thema, wie kann eigentlich die Digitalisierung im Dorf und im städtischen Quartiersraum gestaltet werden, im Sinne eines guten Lebens für ältere Menschen. Doch bevor wir sozusagen in die Diskussion starten, möchte ich das Wort an Frau Apfelbaum für die Altersberichtskommission übergeben, die noch einmal unsere Veranstaltung einbetten wird in den 8. Altersbericht. Vielen Dank, Cordula, für die Möglichkeit, noch einmal kurz nachzuzeichnen, wie wir als sehr interdisziplinär zusammengesetzte Kommission uns diesem Themenkomplex gewidmet haben. Wir hatten tatsächlich als Leitfrage uns so etwas formuliert wie die Frage, was kann Digitalisierung ganz allgemein zur Quartiers- und Sozialraumentwicklung beitragen? Und zwar immer unter besonderer Berücksichtigung des Erhalts der Lebensqualität älterer Menschen. Natürlich gibt es auch schon eine Reihe von guten Umsetzungsbeispielen, von denen wir hier heute ja auch einige vertreten haben, die aber, wenn man es insgesamt sieht, noch eher als Insellösungen einzuordnen sind. Und man stellt vor allen Dingen fest, dass allgemein diese Konzepte regional bisher noch sehr unterschiedlich umgesetzt sind. So möchte ich auch gleich mit Ihnen, liebe Frau Böhm, unser Gespräch eröffnen mit der Frage, die dann auch an Herrn Weihe und Herrn Bartels geht. Wie wird denn nun ein Quartier und ein Dorf digital? Was braucht es dazu? Welche Akteure sind wichtig? Wie haben Sie es gemacht? Ja, erstmal vielen Dank, dass ich heute hier dabei sein kann. Wir sind ja in Berlin. Wir haben in Berlin natürlich das große Glück, eine gut ausgebaute Netzinfrastruktur zu haben. Andererseits haben wir mit dem Märkischen Viertel in Berlins Norden eine Großwohnsiedlung, die seit fast 60 Jahren besteht und immer in der Hand eines Eigentümers, nämlich eines landeseigenen Wohnungsunternehmens war. Auch das ist schon mal eine essentiell gute Voraussetzung für solche Projekte. Also eine Verantwortungsgemeinschaft, auch eine sorgende Kommune. Und das waren sozusagen schon mal die wichtigsten Voraussetzungen. Die zweite wichtige Voraussetzung, also oder die dritte, vollversprechende Gelingensbedingungen natürlich auch. Wir verfügen aufbauend über unterschiedlichste Infrastrukturen, also soziale Netzwerke. Wir haben nicht nur das Netzwerk Märkisches Viertel, wir haben natürlich auch ein dichtes Netz an informellen Austauschmöglichkeiten, Mietertreffpunkte. Also es gibt eine ganze Menge Dinge, die dazu beigetragen haben, dass wir sehr gute Kenntnisse nicht nur über die Zielgruppe haben, dass wir natürlich auch fachlich für die Zielgruppe aufgestellt sind. Also wir wissen, mit wem wir es in unserem Viertel dort lokal zu tun haben. Und wir haben großes Verständnis für die Bedarfe der Zielgruppe. Und wir haben uns das in den letzten Jahren relativ ausführlich angeschaut, weil wir eben nicht nur dieses Seniorennetz aufgebaut haben, sondern wir haben ja parallel auch ein großes AHL-Projekt gemacht im Märkischen Viertel. Und da war das quasi folgerichtig, nicht nur irgendwo assistive Technik zu verbauen in den Wohnungen, sondern eben nebenbei auch gemeinsam, und das ist eben immer unser großes Credo, von, mit und für unsere Bewohnerinnen und Bewohner ein solches Netzwerk aufzubauen. Gleichsam bin ich losgelaufen. Es gab im vergangenen Jahr einen Aufruf der Stiftung, der neu gegründeten Deutschen Stiftung Engagement und Ehrenamt. Und ich habe überlegt, was können wir machen fürs Dorf. Einmal läuft dieser Zusammenschluss zu größeren Gemeinden hat ein bisschen den Nachteil, dass die einzelnen kleinen Dörfer ein bisschen auseinanderlaufen. Auch die Einwohner. Es fehlen Informationen über das, was passiert. Das spricht sich nicht mehr so rum. Und der Gedanke war doch, über eine Plattform die Leute zu informieren, einmal über das, was geschieht, und zum anderen ihnen die Möglichkeit zu geben, sich aktiv mit einzubringen. Wir haben die Plattform, die dann erstellt im Dezember vergangenen Jahres, und wir haben das genannt, die digitale Plattform zum Mitmachen aus Schwemmsaal für Schwemmsaal. Das war ein Startschuss. Wir merken im Laufe, dass
Da muss immer noch mehr dazukommen. Die Plattform ist entstanden mit ersten Ideen. Dass diese Plattform genutzt wird, dazu bedarf es jetzt viel mehr Leute. Wir haben jetzt ein neues Projekt über die Bequisa, dass wir Impulse zum aktiven Miteinander im Dorf geben. Da wir merken, wir müssen die Leute konkret ansprechen. Die Plattform ist da, aber wer nutzt sie denn? Wer guckt denn dorthin? Wir haben zwar allen Haushalten im Dezember auch schon einen Flyer gegeben, wo sie wissen, was es gibt, aber wir merken, es wird zwar mal drauf geguckt, aber dass man die Möglichkeit, wieder zum aktiv zu werden, zu sagen, bin bereit mitzuhelfen, die werden noch wenig genutzt. Das heißt, wir müssen offline die Leute ansprechen. Haben jetzt eine Dorfkommune angestellt, die auf die Leute zugeht und die Leute anspricht. Und das müssen wir weiterführen, um die Leute langsam dazu zu bringen, das zu nutzen. Und konkret auch, wir haben alle Generationen im Blick, aber auch die älteren Leute. Und da ist vor allen Dingen das Gespräch nötig, das persönliche Gespräch, was natürlich durch Corona ein bisschen alles beeinträchtigt ist, dass die Leute angesprochen werden, dass sie überhaupt erstmal begreifen, was habe ich denn für Nutzen davon. Wenn Sie das so hören, würden Sie sagen, da haben wir jetzt schon diese besagten Best-Practice-Beispiele, oder was würden Sie sagen, kann man noch mitdenken, wenn es darum geht, was ein gutes Projekt zur digitalen Quartiers- und Dorfentwicklung auszeichnet? Wie sollte das aussehen? Was muss da dabei sein? Ich würde damit erstmal mit Ihnen, Herr Kunze, anfangen und dann Frau Stiel. Ja, ich glaube schon, die Beispiele, die wir gesehen haben, die zeigen sehr schön, wie man solche Angebote realisieren kann. Und würde ich absolut als Best Practice hier so stehen lassen. Was überhaupt nicht selbstverständlich ist, weil wir haben in unseren Projekten, wo wir viele Quartiere begleiten, über viele Jahre vor allem mal lange Listen von Barrieren und Dingen, die nicht funktionieren, gesammelt, weil es wirklich viele, viele solcher Initiativen gibt, die einschlafen, die nicht wirklich zum Fliegen kommen. Und wenn ich jetzt die Frage beantworten soll, was braucht's, was kennzeichnet ein gutes Angebot, dann denke ich, ist so ein erster wichtiger Punkt, dass digitale Angebote kein Selbstzweck sind. Also Frau Apfelbaum hat ja auch schon darauf hingewiesen, es gibt viele so technologieorientierte Projekte. Und es ist wichtig, wenn man digitale Angebote im Sozialraum macht, dass man sich sehr gut überlegt, was ist das Ziel dieses Angebotes, wie ist es eingebettet in die Strategie der Sozialraumarbeit insgesamt und dann eben darauf aufbauen zu überlegen, was möchte ich denn mit diesem digitalen Werkzeug erreichen. Dann glaube ich, gute Angebote sind dadurch gekennzeichnet, dass sozusagen das Digitale und das, was in Präsenz passiert, sehr gut verzahnt sind. Das hat man im Film gesehen, so der Dorfladen und die digitale Bestellmöglichkeit. Und da gibt es eben Wechselwirkungen in beide Richtungen, die Veranstaltungen in Präsenz, wo ich auf das Netzwerk aufmerksam mache und umgekehrt. Und diese Wechselwirkungen zu betrachten, ist sicherlich hilfreich. Und eine letzte Erfahrung, die wir häufig beobachtet haben im Feld, ist, dass eben auch dieses Fokussieren auf die Technik und wie man das Digitale umsetzt, manchmal dazu führt, dass man vergisst, dass das auch ganz, ganz viel Arbeit auf Personalseite macht. Und dass das eigentlich der viel größere Teil ist beim Anstoßen solcher Aktivitäten. Und wir brauchen also Kümmerer vor Ort. Auch wenn das viel in ehrenamtlichem Engagement passiert, brauche ich vielleicht jemanden, der das anstößt, begleitet, koordiniert. Und häufig werden diese Ressourcen einfach vergessen und dann kriegt es jemand sozusagen on top auf einen schon sehr hohen Stapel an Aufgaben dazu. Und dann scheitern solche Initiativen häufig. Also das sind so Erfahrungen, die wir immer wieder machen. Ja, wir haben uns auch natürlich angeschaut, was sind Gelingensbedingungen, wenn man erfolgreiche Quartiersprojekte miteinander vergleicht. Was bringen die alle mit, so ungefähr? Ich habe ein paar mitgebracht und will gar nicht so viel wiederholen. Also gehört haben wir schon, dass digitale Dorf- und Quartiersentwicklung eigentlich nur gut gelingen kann, wenn sie in reale oder Frau Apfelbaum sagte analoge Entwicklungsprozesse eingebettet ist. Also wenn wir vor Ort beides haben. Und das heißt eben Zusammenschluss und Kooperation von Akteuren, ein Netzwerk, eine gemeinsame Vision, mindestens eine hauptamtliche Koordination, auch eine Kommune, die da das auch willentlich wirklich auch möchte. Wir brauchen, oder eine weitere Bedingung ist dann ein integriertes Entwicklungskonzept, was über sämtliche Handlungsfelder von Quartiersentwicklung geht. Also es geht dann um Wohnen, es geht um Begegnungsmöglichkeiten, um Mobilität, um Verkehr, um den Einzelhandel und die Dienstleistung. Also das sind viele Felder, die da entwickelt werden und überall steckt Digitalisierung im Querschnitt drin sozusagen.
Es ist auch wichtig, dass das partizipativ gelingt. Auch das haben wir schon gehört, also dass es partizipativ entwickelt wird mit den Bewohnern, mit der Verwaltung, mit den Dienstleistern, mit allen relevanten lokalen Akteuren. Genau, und das bezieht sich nicht nur darauf, welche Funktionen so eine digitale Lösung hat, sondern auch, wie die optisch aussieht, zum Beispiel. Ja, auch da partizipativ zu gestalten. Dann nicht unerheblich ist es, dass man gleich Datensicherheit und Datenschutz als wichtige Themen ernst nimmt und schon vor der Entwicklung mit bedenkt bei der Lösung. Also welche Daten werden dort verarbeitet, wo werden diese gespeichert, wie können wir datenschutzfreundliche Einstellungen vorgeben. Das ist wichtig für die Akzeptanz auch bei den Bewohnerinnen, also Datenschutz ernst zu nehmen. Mitgedacht werden bei erfolgreichen Projekten eben auch begleitende Strukturen zum Erwerb von Technik- und Medienkompetenz, sodass man dann mit dieser digitalen Lösung umgehen kann. Dabei wäre es aber zu kurz gedacht, sozusagen nur diese spezielle digitale Lösung zu schulen, sondern es braucht eben ein ganzes Paket, auch mit den Grundlagen, Umgang mit Smartphone, Tablet und so weiter. Es braucht so einen Ort im Quartier. Dazu kommen wir gleich noch. Dann hören wir auch immer, dass es eben einen sehr langen Atem braucht, bis diese Quartierslösungen überall im Quartier und im Dorf eben bekannt sind und angekommen sind. Das haben wir eben auch schon gehört. Das heißt, eine gute Öffentlichkeitsarbeit und ja, einen langen Atem, bis alle davon wissen. Und nicht zuletzt, das ist leider die größte Barriere, die wir immer sehen, ist diese mit der Nachhaltigkeit, dass diese Projekte häufig eben projektfinanziert sind und die langfristige Finanzierung nicht gesichert ist oder nicht mitgedacht ist, wer dann nach der Projektförderung für Hosting, Support und Qualifizierung der Akteure aufkommt, ja, die Inhalte einzupflegen. Und das ist sehr frustrierend für alle, wenn man dann so mühsam aufgebaute Lösungen, die dann nach 3 Jahren ungefähr angekommen sind bei den Bewohnern, abschalten muss, weil es dann keine Weiterfinanzierung gibt. Das ist eine große Hürde. Wie haben Sie es gemacht? Welche Fördermittel waren für Sie relevant? Wie wurden sie finanziert? Lassen Sie unsere ZuschauerInnen mal kurz in Ihr finanzielles Nähkästchen blicken. Wir hatten das große Glück, bereits schon mal gefördert worden zu sein über das Programm Anlaufstellen für ältere Menschen 2013. Und das war so eine erste Erfahrung mit dem Bundesministerium für Familien, Senioren, Jugend und so weiter. Und wir hatten dann das Glück, nochmal ein Konzept einreichen zu dürfen zu diesem Seniorennetz und wurden dann gefördert. Sonst hätten wir das nicht machen können. Dann wäre es eher eine kleinere Variante geworden. Also du wärst bei den Cyber Seniors geblieben. Es wäre nicht dieses große geworden. Also das war das erste große Glück. Das zweite große Glück, das wir haben, ist das Netzwerk. Das Netzwerk Märkisches Viertel hat 20 Mitglieder, die kommen aus den unterschiedlichsten Bereichen, alle KMUs, Pflegeanbieter, auch Ehrenmitglieder wie die Kommune, und die zahlen im Jahr einen Mitgliedsbeitrag. Und über diesen Mitgliedsbeitrag können wir uns so ein bisschen so einen kleinen Seniorenbetrieb aufgebaut. Also wir haben einige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sind schon über 70 und die arbeiten fürs Netzwerk als unsere Anlaufstellen, Administratoren, Netzwerker, Hilfswerker. Also das steht alles im Hintergrund. Und dann ist natürlich auch die GESO-Bau und auch die GESO-Bau-Stiftung stehen im Backup uns zur Seite, um Dinge zu finanzieren. Das Startprojekt in unserer Nachbargemeinde Riemke ist finanziert worden vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft. Dieses Projekt geht jetzt nach 3 Jahren zu Ende. Und die Gemeinde Gleichen übernimmt zunächst die Kosten der Administration durch die Fraunhofer Gesellschaft, die natürlich weitergeführt wird. Die Ausdehnung auf ganz Südniedersachsen wird von der Regionalentwicklungsprogramm der Landesregierung Niedersachsen gefördert. Es ist klar, dass nach Ablauf dieser Förderungen hier eine dauerhafte Lösung gefunden werden muss. Es ist daran gedacht, dass dann die Landkreise die Finanzierung auch einer professionell und kommerziell unterstützten Plattform
übernehmen sollen. Dann möchte ich an dieser Stelle noch Birgit Apfelbaum um eine Einschätzung bitten, auch mit Blick, was der 8. Altersbericht fordert, so wie du es ja eingangs auch schon erläutert hast. Wir haben daraus einige Empfehlungen als Kommission dann abgeleitet, Empfehlungen an die Bundespolitik, aber auch letztendlich an alle anderen Akteure, die in der Gesellschaft damit befasst sind. Also es muss darum gehen, auch diese Übertragbarkeit von guten Beispielen auf andere Standorte und Regionen sich nochmal genauer vorzuknöpfen und das sicherzustellen. Vor allen Dingen müssen natürlich auch Barrieren zur Nutzung allgemein weiter abgebaut werden. Der Zugang zum Internet als Menschenrecht muss gewährleistet sein, aber auch Erfahrungs-Lernorte und Beratungsangebote sollten als Teil auch von digitalen Sorgestrukturen zukünftig betrachtet werden. Und wenn man jetzt auf die konzeptionelle, strategische Ebene noch einmal guckt, dann würden wir empfehlen, dass solche Konzepte und Strategien immer netzwerkorientiert, aber auch partizipativ weiterentwickelt werden sollten. Dass also zum Beispiel Verfahren der Bürgerbeteiligung, die ja erprobt sind, auch genutzt werden können. Zum Beispiel, wenn es darum geht, relevante Netzwerkpartner zu identifizieren, auch die tatsächlichen Bedarfe der Zielgruppen rauszuarbeiten und die gewünschten Funktionalitäten in unterschiedlichen digitalen Lösungen in den Blick zu nehmen. Also die Konzepte sollten dann im Idealfall auch so umgesetzt werden, dass vertraute, traditionelle, ja eher Präsenzangebote im Bereich der Daseinsvorsorge kombinierbar sind mit Online-Angeboten und also insgesamt auf einem Kontinuum analog, digital betrachtet werden. An dieser Stelle mein herzliches Dankeschön in diese Runde. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und dann sehen wir uns im November und bis dahin eine schöne Zeit. Dankeschön.